So, meine Freunde, wir sind beim zweiten Spot jetzt. Genau. Das ist eine alte Mühle von früher. Und ja, ich drehe euch einfach mal. Viel Spaß bei dem Video. Und genau, ich bin wieder mit Nikolas unterwegs. Ich drehe euch einmal. Da ist er und genau. Hast du gehört, was für das? Also hier ist schon mal ein Eingang definitiv. Und ich will einfach nur gucken, was hier über die Kamera ist. Lampe. Lass mich mal ganz kurz reingehen und gucken, ob Alarmanlage angeht. so, meine Freunde, wir werden jetzt mal reingehen und mal schauen, was sich im Inneren der Mühle befindet. Sehr, sehr, sehr viel Müll. Definitiv. Und ja, viel Kinderspielzeug. Viel Kinderspielzeug. Als ob das vor kurzem hier noch verlassene Küche mit Küchengeräten. Und ja. Putengeschnetzeltes, ein Buch. Oder ein, ja. Vegetarische Gerichte. Lost Place and Beauty. Mach ich für die Werbung. Ein Alter von Langnese. Das ist natürlich auch nochmal cool. Das Ja. alte Zeichen von dem sogar. Alter Langnese. War doch Eis drin, wa? Langnese ist alt, aber... Ja. Ja, meine Freunde. Alter Langnese-Kühler. Cool. Sehr nostalgisch. So noch auf Altdeutsch geschrieben. Wie alt? Echt? 1961, 70, oder? Sieht so altdeutschmäßig aus. Ja. Ja. Könnte gut sein. Also, meine Freunde. Wir sind jetzt hier erstmal nur im Erdgeschoss des Gebäudes. Hier sind wieder die Abstellkammer und hier sind diverse Sachen wie Weihnachtsgirlande, Weihnachtsschmuck und ja, die beiden Heizboiler und Ich glaube, die Ja. Toilette solltest du nicht filmen. ne? Also wenn es so riecht dort. Ja, also das sind die Toiletten, wie gesagt. Ja. Und hier sind WCs. So, Freunde, wir werden jetzt mal hochgehen in die erste Etage. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch irgendwie zur Nachbenutzung irgendwie als Gaststätte oder Hotel aufgebaut worden ist. Oder? Ja. Weil hier sind doch... Macht doch Sinn, am Wasser machen die doch immer meist. In die Hotels ganz viele hin. Es ist auch irgendwie so als, ja, natürlich, ist auch als Gaststätte. Ja, alte Betten hier noch. Alte Betten von früher. Es war früher mal eine Mühle mit einer schönen Gaststätte, meine Freunde. Und
Ist auch gar nicht so abwegig. Hier sind die ganzen Zimmer. Riecht natürlich schon alles sehr extrem hier. Duschen mit bei. Und ja, so ist das. Genau, und hier sehen wir halt auch nochmal Zimmer Nummer 4. Und ja, aber auch hier scheint es auch schon mal irgendwie gekuckelt oder gebrannt zu haben. So. Genau, und hier ist noch ein Zimmer und... Jo. Hier ist auch noch Abstellkammer und ebenfalls eine Dusche, meine Freunde. Erstmal wieder runter. Und hier geht es tatsächlich noch raus. Wollen mal schauen, wo es jetzt hier noch hingeht. Wo es jetzt hier noch hingeht. Hier ist definitiv ein ganz, ganz großer Raum. Ich weiß nicht, ob es Speisesaal war, Essensraum, wie auch immer. Aber hier sehen wir auch wieder eine Langnese Speisekarte mit Magnum Eis, Calipus Nuts, Vanille. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, meine Freunde. Ist auf jeden Fall in der Eurozeit, also kann das hier noch nicht lange leer stehen. Und hier haben wir auch nochmal eine Preisliste mit Mineralwasser, also alles in Euro. Definitiv. Ich glaube, die meisten gibt es hier nicht mehr. So, ich gucke hier nochmal. Genau, das ist wie im Tresenbereich hier das Ganze, meine Freunde. Und ja, scheint wie ein Speisesaal zu sein. Jetzt sind wir im Außenbereich und ja. Das ist hier der Außenbereich und hier seht ihr halt auch die Mühle. Eigentlich das große Ich versuche das mal alles so ein bisschen reinzukriegen hier auf dem starken Gelände. Guckt euch das gerne mal an oder schaut euch das einfach mal an. Das ist magisch. Die Mühle. Eine alte
Mühle von früher. Hammer. Einfach klasse, sowas auch nochmal so hautnah zu sehen, meine Freunde. Hier mit einem kleinen Bach oben steht Anno 1675 und ja, wahnsinniges Gelände. So, hier ist nochmal ein Nebenhaus, da gehen wir auch nochmal rein. 2 Toiletten, ja, viele Matratzen, viel Zubehör, aber hauptsächlich Matratzen und ja, Graffitis an der Wände. Und hier ist auch nochmal ein Nebenraum. So, weiter geht's. Aber ihr seht auch hier schon, Nikolas steht jetzt gerade drüben, ihr seht schon, hier ist alles im Innenhof verwachsen. Alles vermodert, also man kann auch gar nicht mehr hier hinten letztendlich vorbeischauen. So, jetzt wollen wir noch hinten in den anderen beiden, oder? Ja. Häusern mal schauen. Weil hier geht es hinten natürlich auch noch weiter und also ist auch ganz versteckt hier das Gelände. Das hätten wir gar nicht auf Anhieb gefunden. Hier sind auch noch mal so wie Werkstätten, Materialzubehör nehme ich mal an. Ja, aber jetzt nicht alles halt schon drin, Sportler, also ja, genau. alles kaputt gemacht, aber sieht trotzdem interessant. Also der Ort ist wirklich interessant. Der Weil man ist halt trotzdem auch viel Schönes findet. also für Detailliebhaber definitiv ein Lost Place, muss ich sagen. Weil hier ist es echt gerade. Kann ich versprechen in den nächsten Jahren, weil das Feld wird ja auch immer bekannter und dann kommen die Idioten hin. So wie hier. Das kann durch ein Blitz sein, aber ich denke eher mit Kaiju. Oh, braucht jemand einen Reifen? Also hier ist in dem Gebäude ist auch leider alles schon runtergekommen, wie ihr seht. Und ja, hier sieht man nur noch die halbwegs Umrisse. Ich mache euch mal die Taschenlampe an. Also hier ist noch eine Badewanne drin, Toilette, ja, und ein paar Schränke und ein paar Möbel. Aber ansonsten ist der Bereich komplett leider Gottes hinüber. Hier können wir auch noch mal reingehen. Das will ich auch gerne noch mal mitnehmen. Aber meine Freunde, ich glaube... Alles gut. Ja, viel Müll. Und ähnlich. Ja, ich gehe hier auch nicht rein, weil das Wichtigste haben wir gesehen, sage ich jetzt mal. Das war die Gaststätte, die auch als elterliche Mühle fungiert hat.
Und ja. So. Da bin ich jetzt mal wieder im Bild, meine Freunde. So viel dazu. Ihr habt hier in diese kleine Location und aber doch, ja, ich will mal sagen, detaillierte Location, weil ich habe hier wirklich viele Sachen, ja, gefunden, wo man echt schöne Fotos mitmachen kann. Die Mühle außen ist das Highlight, definitiv. Das Rad von der Mühle, finde ich, ist das Highlight. Und ja, damit will ich mich verabschieden mit diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und guckt mal bei Nikolais auf dem Profil. Er war wieder mit bei. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ja, ich würde sagen, meine Freunde, bis zum nächsten Video. Ciao.